Es ist wirklich spannend, welche Gedanken sich Bert Hellinger über das Geld gemacht hat. Und er hat sich nicht nur diese Gedanken theoretisch gemacht, sondern er hat genau in diesem Sinne gelebt und sich auch so verhalten. Was braucht es, dass das Geld bei uns bleibt und dass es vor uns nicht davonrennt und flieht? Heute spreche ich über das Geld. Einige von Ihnen mögen sich wundern. Für mich ist das Geld etwas Heiliges. Können wir heutzutage ohne Geld noch leben? Es hält uns am Leben. Es ist ein Gottesgeschenk. Ich habe mir darüber viele Gedanken gemacht. Also sage ich jetzt noch mehr über das Geld. Das Geld ist Kraft. Es bewirkt etwas. Ihm geht etwas voraus. Zum Beispiel eine Leistung, die entlohnt wird. Je höher die Leistung, desto kraftvoller das Geld, vorausgesetzt, dass es der Leistung entspricht. Ist es weniger als die Leistung, die mit ihm bezahlt wird, behält es seinen Wert, hat aber weniger Kraft. Geht es über die Leistung hinaus, die für es erbracht wurde, verliert es ebenfalls seine Kraft. Das zeigt sich darin, dass es weg will. Es will und kann nicht bleiben. Das Gleiche gilt, wenn wir das Geld horten, statt mit ihm etwas zu leisten oder es für eine Leistung auszugeben. Wenn sich das Geld verselbstständigt, also losgelöst von Leistungen, die dem Leben von uns und anderen dienen, bleiben von ihm Zahlen ohne wirklichen Wert. Sie gewinnen wieder ihren Wert, wenn sie mehr als Zahlen erbringen, wenn sie eine Leistung erbringen, die dem, der es hat, etwas Persönliches abverlangen. Wenn es also anderen nicht zu deren Schaden weggenommen, sondern so ausgegeben und gegeben wird, dass mit ihm etwas erreicht wird, das ihnen und anderen dient. Allerdings auch hier nur, wenn von ihnen etwas dafür geleistet wird. Geliehenes Geld, das an die Stelle einer Leistung tritt, geht verloren. Es geht ohne Kraft verloren. Das Geld bewegt sich im Kreislauf von Leistung und Lohn, von neuer Leistung und neuem Lohn. In diesem Kreislauf wachsen beide, die Leistung und der Lohn. Umgekehrt, ohne Leistung und den ihr angemessenen Lohn,
oder wenn das Geld ausgeliehen und weggegeben wird, ohne den Blick auf eine ihm entsprechende Leistung, beginnt ein ähnlicher Kreislauf. Hier jedoch von Verlust zu Verlust, bis das Überzählige verschwindet. Es kommt vom Himmel zurück auf die Erde. Wer das Geld verachtet, von dem hält es sich fern. Ohne Geld wird er schwach statt stark und bleibt arm. Wer, weil er genügsam ist, mit wenig Geld auskommt, dem bleibt es zugewandt. Es kommt, wenn er es braucht. Es bleibt für ihn eine Kraft. Wer das Geld schätzt, kann ihm seinen Lauf lassen. Er hält es an einer langen Leine wie einen Hund. Umso lieber kommt es zu ihm zurück, wenn er es braucht und ruft. Manchmal zieht sich das Geld zurück. Zum Beispiel, wenn wir eine Leistung, die uns angeboten und für uns erbracht wird, oft mit Liebe angeboten wird, missachten vor allem die Leistung unserer Eltern. Nur wenn wir ihre Leistung achten, kommt zu uns und ihnen der Lohn, der dieser Leistung entspricht. Das gilt auch sonst. Wenn wir die Leistung achten, die andere für uns erbringen, oft ohne Lohn, kommt mit dieser Leistung für sie und uns auch ein Lohn. Sie bezahlen uns unsere Achtung mit mehr von ihrer Leistung, ohne der Mühen zu achten. Ohne unsere Achtung bleibt ihre Leistung aus. Alles Geld kommt und bleibt in dieser Welt. In der anderen Welt, jenseits von unserer, zählt eine andere Währung. Dennoch wirkt das Geld von hier in diese andere Welt hinein, wenn wir es auf eine gute Weise sowohl nehmen als lassen. Es darf, wenn unsere Zeit zu Ende geht, zurückbleiben. Es hat seinen Dienst getan. Die Frage ist, für wen oder was bleibt es zurück? Wer es nach uns bekommt, hat er die Kraft, es zu behalten? Wird es zum Lohn für eine Leistung, die von ihm, mit ihm zu erbringen ist? Oder wird es zu einer Last, die niederdrückt, statt etwas zu schenken? Was ergibt sich aus diesen Überlegungen als Einsicht? Das Geld verhält sich wie ein Bote, uns von woanders her geschickt. Er will, dass wir es erwerben, um mit ihm etwas zu leisten.
und es danach zu seiner Zeit zu lassen. Wir hören die Botschaft, die uns dieser Bote von woanders her überbringt und achten sorgsam, was er im Dienst seines Herrn von uns verlangt, was immer es am Ende sei. Wählen können und dürfen wir nicht. Wir gehen andächtig mit unserem Geld um, wie mit einer Gottesoffenbarung. Mit ihr im Einklang stimmen wir dem Geld zu, was immer es von uns erwartet und fordert. Im Einklang mit dieser Offenbarung wird unser Umgang mit ihm zu einem Gottesdienst und zum Dienst am Leben für viele. Ein Dienst mit Liebe. Also, das Geld hat schon etwas mit dem Sonntag zu tun. Der Sonntag ist ein schöner Tag, etwas davon auszugeben, um uns und anderen mit ihm eine Freude zu machen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen schönen Sonntag und eine ertragreiche Woche. Ihr Bert Hellinger.